viel zu jung, verlässt uns Annemarie Maybach nach einem schrecklichen Unfall und hinterlässt diese Welt ihrem einzigen Sohn. Eine Welt voller Leben und Zukunft. Manchmal wird es ein schwerer Weg, den du, Jonas, nun gehen musst. Aber bist du wirklich alleine auf diesem Weg? Was bleibt noch von der Zukunft, wenn deine ganze Familie nur noch aus dir selbst besteht? Keine Großeltern, kein Vater. Und dann verlässt sich das Letzte, was noch da ist. Deine Mutter. Niemand sagt dir, wie es weitergehen soll. Wohin? Für wen? Wie oft habe ich Einsamkeit genossen? Ruhe vor allen. Selbst von meiner Mutter. Und nun? Was würde ich geben für ein paar Minuten mit ihr? Du warst ja jetzt seit fast 10 Tagen in der Notunterkunft in der Oststraße. Ich habe für dich eine nette Pflegefamilie gefunden. Du musst ja jetzt irgendwo bleiben. Und Familie hast du nicht, Jonas? Kann ich denn meine Maschine behalten? Deine Maschine kannst du sicher behalten. Ich denke schon. Seit wann hast du die? Ich habe die von meiner Mom bekommen. Zu meinem 16. Ich verstehe. Du bist Jonas? Herzlich willkommen bei uns. Ich bin Martina. Komm rein, Jonas. Du bist ja recht früh. Frau Mahnke ist noch gar nicht da, aber ich zeige dir erstmal dein Zimmer. Hier kannst du erstmal auspacken. Ich hoffe, es ist groß genug. Ist ja auch nur für eine Weile, bis das Jugendamt eine endgültige Lösung gefunden hat. Und hier kannst du erstmal dich ausruhen. Und wenn du irgendwas brauchst, dann kommst du einfach runter, ja? Ja, danke. Ja! Frank, kommst du mal? Der Chef will uns sehen. Moin, Chef. Moin. Wessel, ich erwarte von Ihnen, dass Sie ein Vorbild sind in meiner Abteilung. Sie sind schon fast 20 Jahre hier. Die anderen sollen Sie zum Vorbild nehmen und sich nicht lustig machen über Sie. Also überarbeiten Sie den Bericht. Bis morgen früh will ich ihn am Schreibtisch haben. Ja, Chef. So, Sie beide fahren ja zum Brandort Maybach und unterstützen die Brandermittler. Die Feuerwehr geht im Moment noch vom Kurzschluss in einem Erdgeschoss aus. Wessel, verstanden? Ja, Entschuldigung. Komm, wir gehen.
Was ist los mit dir, Frank? Du wirkst total abwesend. Du weißt, dass das mit uns keine Zukunft hat. Das hätte nie funktioniert. Kanntest du das Opfer? Ich war vor ein paar Jahren mal eine Nacht mit ihr zusammen. Hab sie danach aber auch nie wieder gesehen. Hatte die nicht ein Kind? Ah, hier. Einen 16-jährigen Sohn. Jonas Maybach. Wann warst du denn mit ihr zusammen? Jonas, nimm Platz. Möchtest du auch einen Kaffee, Jonas? Ich bin übrigens David, Martinas Mann. Klar, gerne. Hallo. Hallo, du bist schon vor mir hier. Hatten wir nicht abgemacht, dass wir uns um 12 treffen? Ja, ich war schnell fertig mit Sachen packen und da bin ich schon mal losgefahren. Na gut. Du weißt ja, warum du hier bist, Jonas. Wir vom Jugendamt haben versucht, irgendwelche Verwandte von dir ausfindig zu machen. Aber leider ist da niemand. Deswegen bringen wir dich jetzt bei Familie Junke unter. Es sei denn, du möchtest deinen Stiefvater, Herrn Winkelmann, fragen, ob der dich aufnimmt. Und die Kripo ermittelt noch wegen der Brandursache? Markus, zu dem möchte ich ganz bestimmt nicht. Und es war doch ein Unfall. Ich denke ja, aber die Kripo muss in solchen Fällen ja auf Nummer sicher gehen. In 2 Jahren wirst du 18, Jonas? In 1,5 Jahren. Und so lange bleibe ich dann hier. Wenn es mit uns klappt, auf jeden Fall. Aber wir wollen erst mal sehen, du sollst dich erst mal einleben, denke ich. Okay, und meine Sachen? Ich meine, ich habe ja nicht so viel, aber ein paar Dinge würde ich schon gern mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, dann fahren wir nachher nochmal zu deiner Wohnung und schauen, was da noch übrig ist, was du noch benutzen kannst. Ich meine, Platz für deinen Kram haben wir ja auf jeden Fall. Okay, danke. Okay. David? Ja, David, richtig. Und deine Maschine, die kannst du natürlich hier toll unterstellen. Seit wann hast du die? Ich habe sie von meiner Mutter bekommen. Von meinem 16. Hey, yo, wer bist du denn? Ich habe dich ja noch gar nicht hier gesehen im Dorf. Hey, yo, ich wohne jetzt hier bei den Junkes. Ich bin Mario. Hast du Bock, nachher um 6 in den Wald mitzukommen? Wohin? Ich bin heute erst angekommen. Kein Ding, ich kann dich um 5:45 abholen. Nimm was zu trinken mit. Okay. So, meinetwegen können wir los, deine Sachen holen. Okay? Dann lass uns. Ich habe gesehen, dass du Mario kennengelernt hast. Der wohnt auch hier im Dorf. Ist echt ein netter Typ. Er hat mich eingeladen, heute in den Wald. Klar, warum nicht? Man, du musst die Gegend hier erst ja mal kennenlernen. Wie alt war deine Mutter? 44. Und dein Vater? Kennst du den? Nee. Meine Mutter hat erzählt, dass er vor meiner Geburt weggegangen ist. Er hat sich auch nicht gemeldet oder sowas. Ich weiß nicht mal, ob der Typ überhaupt noch lebt. Soll ich mit reinkommen, Jonas? Nee, lass mal.
Julia? Ja, Frank? Sag mal, hast du schon mal was von der Warendorf GmbH gehört? Oh, Frank, du bist so weltfremd. Hä? Warendorf GmbH. Da waren doch letzten Monat unsere Kollegen vom Zoll wegen der Schwarzarbeit. Klar kenne ich die. Die gehört doch diesem Adligen von Warendorf oder so? Edgar von Warendorf. Ich glaube, der bekommt morgen mal Besuch von uns. Hi, ich wollte Jonas abholen. Jonas, ja, kein Problem. Jonas, du hast Besuch. Mario. Ist es okay bis um 12? Viel Spaß. Hey, du musst Jonas sein. Mario hat mir von dir erzählt. Ich bin Mia, deine neue Nachbarin. Nachbarin? Ja, ich wohne gegenüber von den Junkes. Tja, Corona, da sind wir heute wohl die Einzigen hier. Aber Prost. Willkommen im Dorf. Wieso bist du in der Pflegefamilie? Stress zu Hause? Nee, meine Mom ist gestorben. Wohnungsbrand. Oh, das tut mir leid. Und was ist mit deinem Vater? Den kenne ich nicht. Ich brauche ihn auch nicht. Ich bin auch ganz gut ohne ihn zurechtgekommen. Aber so ganz alleine ist auch scheiße. Hast du nicht noch eine andere Familie? Naja, da wäre noch mein Stiefvater. Aber der gehört nicht wirklich zur Familie. Der war auch nur kurz da. Oh, das tut mir leid. Aber wie ist es jetzt in deiner neuen Pflegefamilie? Naja, besser als im Heim, schätze ich. Ich dachte immer, in der Pflegefamilie zu wohnen wäre schrecklich. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Die sind voll nett zu mir. Und ich glaube, ich werde da so lange bleiben, bis ich 18 geworden bin. Klar, wo sollst du auch sonst hin? Ich bin einfach so froh, so schnell neue Freunde gefunden zu haben. Ja, ich bin auch froh, dass hier mal wieder was los ist. Sonst ist hier echt nie was los und du kommst hier wie gerufen. Kannst du mal den scheiß Fernseher ausmachen? Papa, nur noch eine halbe Stunde. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Ja, habe ich. Und was ist mit diesem Projekt da für Weltkunde? Das wollte ich morgen machen, im Wald. Mann, ey, ich arbeite den ganzen Tag und du hast noch nicht mal deinen Teller hier weggeräumt. Ab ins Bett jetzt mit dir. Ach, Papa, nur noch 10 Minuten. Ich sag's dir kein zweites Mal. Oh, so spät schon. Ich wollte eigentlich um 12 zu Hause sein. Schade. Ja, sorry, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Warte, ich wollte dich noch was fragen. Hast du vielleicht Lust, mit mir übermorgen in den Tierpark zu gehen? Ja, warum nicht? Ich habe am Wochenende sowieso nichts zu tun.
Kripo Kiel, Wessel und Münster. Wir haben einen Termin bei Herrn Warendorf. Von Warendorf. Kommen Sie bitte mit. Mit uns nicht, Herr Warendorf, mit uns nicht. Termin schon zu Ende? Moin. Ja? Alle Ermittlungen des Zolls sind doch abgeschlossen. Was kann ich noch für Sie tun, meine Herrschaften? Wessel, Kripo Kiel, das ist meine Kollegin Münster. Mit den Ermittlungen vom Zoll haben wir nichts zu tun. Wir hatten aber ein paar Fragen zu einem Ihrer Bauprojekte. Ist das Ihr Büro? Das sieht eher aus wie ein Wohnzimmer. Die Villa wurde von meinem Großvater geerbt. Ich richte hier gerade ein Büro ein. Die ewige Fahrerei, sehr nervig. Sie wissen schon, was ich meine. Hat sich ganz schön verzögert, oder? Wollten Sie nicht schon letztes Jahr mit den Bauarbeiten beginnen? Naja, Sie wissen ja, wie das ist. Verzögertes Planungsverfahren, Angleichung an die marktüblichen Gegebenheiten. Und dann kam uns fast noch irgendeine Kröte, die uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Irgend so ein Ökoterrorist, der sie dort ausgesetzt hat. Aber Gott sei Dank haben sie den Vogel ja gefunden. Naja, aber nächsten Monat, da geht's los. Man konnte ja lesen, dass sich das Bauprojekt verzögert, weil sie dann ein Grundstück nicht erwerben konnten. Von Max Wendland. Auch das ist ein Irrtum. Das Gebäude hat die Warendorf GmbH vorletzte Woche gekauft. Na, wie praktisch, dass die Mieter das Haus nicht mehr bewohnen. Also mit der Familie Maybach haben wir nie etwas zu tun gehabt. Herr Wendland, das war unser Vertragspartner. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Danke, wir finden selbst hinaus. Eine Frage hätte ich da allerdings noch. Wo waren Sie eigentlich am Abend des letzten Dienstags, Herr von Warendorf? Da war ich mit meiner Frau auf dem Wohltätigkeitsball der Polizei. Wir saßen übrigens am Tisch mit dem Polizeioberrat zusammen. Den dürften Sie ja kennen. Wir waren erst in den frühen Morgenstunden wieder daheim. Ich schau mal, was ich über den Vermieter rausfinden kann. Fahr du doch schon mal zur Familie Junke. Da wohnt Jonas, der Sohn von Frau Maybach. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wessel, Kripo Kiel. Frau Mahnke vom Jugendamt hat mich informiert, dass Jonas Maybach hier wohnt. Ich hätte da noch ein paar Fragen an ihn wegen des Brandes. Okay, kommen Sie rein. Jonas, du hast Besuch. Kommst du bitte runter? Hauptkommissar Wessel, du bist Jonas? Ja. Ich war in deiner alten Wohnung. Wir müssen wegen der Brandursache ermitteln. Kurz zu deinen Personalien. Du bist Jonas Maybach, geboren am 1. Mai 2003 in Kiel. Ja. Weißt du noch genau, wo du zum Zeitpunkt des Brandes warst? Ich hätte zu Hause sein sollen. Dann wäre meine Mutter vielleicht noch am Leben. Wieso? Wo warst du denn? Ich war bei meinem Kumpel Lennart die ganze Nacht. Ich hatte mich mit meiner Mutter gestritten, weil ich eigentlich nicht durfte. Hab mich dann rausgeschlichen. Bis nächsten Morgen. Aber als ich eintraf, war die Feuerwehr gerade fertig. Ein Kurzschluss in einer Steckdose hat eine Stehlampe entzündet. Das hat den Brand verursacht. So viel steht fest. Ein Kurzschluss? Die Lampe war gerade mal ein paar Wochen alt. Die hat mein Stiefvater gekauft. Dein Stiefvater? Ja, Markus Winkelmann. Der ist aber vor 3 Wochen ausgezogen. Er hat meine Mutter ständig genervt mit dem Ausziehen, mit größerer Wohnung und so. Er wollte uns unbedingt aus dem Haus raus haben. Aber wäre ich noch da gewesen, wäre meine Mutter vielleicht noch am Leben. Nee, mit Sicherheit nicht. Das war ein Schwelbrand. Das heißt, giftige Gase haben sich gebildet. Deine Mutter ist an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, noch bevor das Haus richtig brannte. Wärst du zu Hause gewesen, dann wärst du auch tot. Ja,
Vielleicht wäre es besser gewesen. Ach, Jonas, das hätte deine Mutter sicherlich nicht gewollt. Ich weiß. Und dein Vater? Ich habe keinen Vater. Ich habe ihn nie kennengelernt. Vielleicht lebt er auch schon gar nicht mehr. Deine Mutter nie über ihn gesprochen? Ich habe letztes Jahr noch mal nachgefragt. Aber sie meinte, dass das nur ein One-Night-Stand gewesen war. Wäre gut, wenn du morgen noch mal ins Präsidium kommst, um deine Aussage zu unterschreiben. Zur Polizei? Meinetwegen können wir uns auch in der Pizzeria treffen. Da gehe ich immer hin, wenn ich Frühschicht habe. Pizzeria Venezia in der Uckerstraße. Weißt du, wo das ist? Das ist nicht weit von hier. Ja, kenne ich. Da habe ich mit meiner Mutter öfter mal gegessen. Hey! Wer war das denn? Bulle, die ermitteln noch wegen der Brandursache. Was für ein Idiot. Hätte mich fast überfahren. Hast du Platten? Nee, nur die blöde Kette. Die geht immer ab, wenn ich den Schotterweg langs fahre. Warte, ich mach sie dir wieder drauf. Hallo Jonas. Moin. Moin, setz dich. Gerne doch. So, liest dir das bitte hier nochmal durch und dann unterschreibst du das bitte. Wo soll ich das unterschreiben? Hier. Alles klar. Und? Schon was gefunden? Ich lade dich auf eine Pizza ein, Jonas. Was möchtest du? Oh, danke. Ich nehme eine Salami. Ja, 2 Salami und noch eine halbe Salami. Und 2 Cola? Ja. 2 Salami, eine halbe, 2 Cola. Geht klar. Hä? 2,5 Pizzen? Ja, sorry. Das ist für meinen Sohn, der kommt gleich aus der Schule. Ich kannte deine Mutter. Wir haben uns vor etlichen Jahren ein paar Mal in der Disco getroffen. Wann war das? Eigentlich ging meine Mutter nicht in Discos. Das ist fast 18 Jahre her. Und waren Sie mit ihr zusammen? Nein, nicht wirklich. Es ging nur ein paar Tage. Hey Lukas, das ist Jonas. Arbeit. Ein Bösewicht? Ein was? Nein. Jonas hat seine Mutter verloren und ich rede gerade ein bisschen mit ihm. Seine Mutter ist gestorben. 2,5 Pizzen. 2 Colas. Der Kleine auch was? Eine Fanta. Fanta. Jungs, ich muss mal kurz telefonieren. Würdest du kurz? Fang schon mal an zu essen. Arbeitet deine Mutter? Wo ist deine Mutter? Die ist im Himmel, genau wie deine. Bist du jetzt ganz alleine mit deinem Papa zu Hause? Nein, ich habe keinen Vater. Ich bin bei einer Pflegefamilie. Die sind echt nett. Und was machst du so? Oh, vielleicht spiele ich weiter im Verein Fußball. Ich habe da so ein paar Leute kennengelernt im Urberger Forst. Wir treffen uns da manchmal in der Lichtung. Und morgen gehe ich mit einer Freundin in den Tierpark. Papa, Jonas spielt auch Fußball. Ich möchte auch in den Verein. Na, ihr habt euch ja schnell angefreundet. Papa, Ja. darf ich morgen mit Jonas in den Tierpark? Ich muss noch das Projekt über die Haustiere schreiben. Und im Tierpark sind noch welche, oder? Moment. Also ich bin sicher, dass Jonas hier eine Menge zu tun hat. Und du eigentlich auch. Musst du nicht von der Arbeit lernen oder so? Nee, hab ich schon. Bitte, Papa. Also, meinetwegen können wir ihn mitnehmen. Ich bin mit einer Freundin verabredet. Aber ich denke, das geht in Ordnung. Sicher?
Nicht, dass er euch nervt oder so. Er kann nerven. Danke, Papa. Holst du mich ab, Jonas? Okay, dann morgen um 15 Uhr? Ja! Aber echt nur, wenn es okay ist. Wiesenstraße 22, das ist hier gleich um die Ecke. Ja, dann bringst du ihn abends halt wieder zurück. Ich bin übrigens Frank. Herr Wendland, wir ermitteln wegen des Brandes in Ihrem Haus letzte Woche. Die arme Frau Maybach. Das war eine gute Mieterin. Sie hatte mal pünktlich gezahlt. Ich hatte keine Schwierigkeiten mit ihr. Sie haben die Immobilie an die Wahn GmbH verkauft? Letzte Woche? Nur einen Tag nach dem Brand? Ja. Die reißen doch gerade alles ab, wegen dieses Einkaufszentrums, oder? Ja, und wo ist das Problem? Naja, mit Mieter hätten Sie das Haus ja schlecht verkaufen können. Das ist doch praktisch, dass das Haus jetzt leer steht, oder? Was wollen Sie jetzt damit sagen? Wo waren Sie letzten Dienstagabend, Herr Wendland? Ich lag im Bett mit einer Grippe. Kann das irgendjemand bezeugen? Nein, meine Frau hat mich schon vor Jahren verlassen. Sie haben für letzten Dienstag also kein Alibi. Ich lag im Bett. Und zwar den ganzen Tag. Was wollen Sie mir jetzt unterstellen? Ich habe damit gar nichts zu tun. Okay. Aber ich denke, wir werden wegen dieser Sache nochmal auf Sie zukommen. Ich bin sicher, er steckt dahinter. Wenn er es nicht selber gemacht hat, dann jemand, den er beauftragt hat. Was ist mit dem Stiefvater, Winkelmann? Was meinst du? Naja, Jonas hat erzählt, dass der die ganze Zeit die Familie dazu überreden wollte, das Haus zu verlassen und umzuziehen. Den laden wir einfach mal vor. Lukas, kommst du? Jonas, können wir zu den Streicheltieren gehen? Keine Ahnung, wo die sind. Du willst ja ziehen, ne? Ich weiß wo, hier lang. Oh, die sind voll niedlich. Jonas, guck mal, die sind riesig. Seltsam von der Familie. Ist vor. Komm, ich helfe dir. So süß, der Kleine. Kann man kaum glauben, dass sein Vater Bulle ist. Keine Ahnung, aber irgendwas stimmt da nicht. Was meinst du? Ach, egal. Sag mal, was machst du eigentlich so? Eigentlich nicht viel. Manchmal reite ich auf dem Bauernhof im Dorf, aber meistens treffe ich mich mit der Clique im Wald. Zumindest vor Corona. Und du? Was machst du so? Hast eine Freundin? Bin Torwart im Fußballverein. Und eine Freundin? Nee. Und du? Ich auch nicht. Wie? Du hast keine Freundin? Hä? Ach so, Witzbold. Nee, bin auch solo im Moment. Aber vielleicht auch nicht mehr lange. Jonas, kaufst du mir Futter für die Tiere? Futter? Wollt ihr nicht lieber ein Eis? Ja! Gern. Dich hätte ich gern als großen Bruder. Ich nicht. Boah, ist voll lange her, dass ich hier war. Ja, ich war das letzte Mal mit meiner Mutter im Tierpark. Das war letztes Jahr oder so. Bist du sicher, dass ihr nicht auch mit dem Bus fahren wollt? Nee, wir gehen durch den Wald. Ich kenne den Weg. Der ist schneller. Und außerdem steht meine Maschine noch bei seinem Vater. Sehen wir uns morgen? Na klar, ich bin ab 3 an der Lichtung. Wäre schön, wenn du auch kommst. Klar.
Bist du öfters im Wald? Ich fahre manchmal mit dem Fahrrad hier herum. Ich will auch gucken, was da ist. Warst du schon mal hier? Ich glaube, ich bin hier schon mal vorbeigefahren. Cool! Hier kann man ja alles sehen. Hier liegt ein Fernglas. Ja, das ist meins. Habe ich meinem Stiefvater geklaut vor Monaten. Ich dachte, du hast keinen Vater. Stiefvater. Er war nicht besonders nett zu mir und meiner Mutter. Hat sich dann nach einer Weile verpisst. Aber was ist mit dir? Hat dein Vater eine neue Frau? Nee, er war mal kurz mit Julia zusammen. Das ist seine Kollegin. Die war voll nett. Aber dann haben sie angefangen zu streiten. Und dann ist sie irgendwann nicht mehr gekommen. Seitdem ist Papa anders. Er ist immer wütend. Er schimpft immer mit mir. Oh, schau da. Oh ja, cool. Die sind voll weit weg. Haben die Angst? Na klar, Menschen sind ihre Feinde. Es ist besser, wenn sie Abstand halten. Manchmal ist hier Jagd und dann schießen die auf diese armen Viecher. Wieso schießen sie auf sie? Tja, manche Menschen sind halt einfach böse. Komm, Lukas, ich bring dich nach Hause. Wird sonst zu spät. Wir können ja mal wieder zusammen im Wald, okay? Oh ja, wieder hierhin? Dann beobachten wir wieder Tiere. Warum kommst du nicht mit zu mir? Frank, akzeptier es einfach. Es klappt nicht mit uns. Wenn du das nicht aushalten kannst, dann musst du dich versetzen lassen. Es ist vorbei. Noch ein. Meinst du nicht, dass du genug hast? Damit löst du keine Probleme. Kann ich zahlen? Schreib's auf den Deckel. Papa ist noch nicht da von der Arbeit. Du musst warten, bis er kommt, ja? Na klar. Weißt du denn, wann er wiederkommt? Meistens so um 7. Sonst ist die Nachbarin immer da. Kannst du eine Cola aus dem Schuppen holen? Ja, klar, kann ich machen.
Ja, ich hab sie. Warte, ich komme. Wieso brennt die überall Licht? Bin ich Krösus? Lukas! Sorry, das ist meine Schuld. Wir sind gerade erst zurück. Ach ja, Tierpark. Sorry. Hatte einen schlechten Tag. Und du gehst jetzt sofort ins Bett. Frau Becker hat mich angerufen, dass du 3 Fünfen nicht vorgezeigt hast. Mein Freund, wir sprechen uns nachher noch. Ich fahr dann mal. Gute Nacht, Lukas. War echt cool heute mit dir. Kommst du morgen wieder? Bestimmt nicht. Mit so einem Idioten will keiner spielen. Und jetzt verschwinde. Danke, Jonas, fürs Aufpassen. Okay, ja, bis dann. Na, Suchti? Hey Jonas, sorry, hab Stress mit meinen Alten. Ich muss mehr für die Schule tun, sonst ist der Abschluss in Gefahr. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf Schule. Eltern, die gehen mir sowas von auf den Keks. Mein Vater dreht voll durch. Ich schwör dir, irgendwann haut der mich. Kenn ich. Mein Stiefvater war genauso. Wenn nicht alles so lief, wie er wollte, dann rutschte ihm schnell mal die Hand aus. Dabei war es am Anfang echt cool mit ihm. Er hat viel mit mir unternommen. Aber dann änderte er sich. Und da hatten wir auch nur noch Stress zu Hause. Aber du bist so stark. Hast du dich denn nicht gewehrt? Ich war einmal kurz davor, ihm einen reinzuhauen. Aber meine Mutter hat ihn dann vor die Tür gesetzt. War besser für uns und auch für ihn. Ich vermisse meine Straße. Bäckergasse? Da bauen die doch jetzt dieses Einkaufszentrum. Also da würde ich nicht wohnen wollen. War übrigens gestern echt nett im Tierpark. Ja, finde ich auch. Aber irgendwie mache ich mir Sorgen. Worüber? Ja, ich habe gestern auf Lukas Rücken große blaue Flecken gesehen. Ob er geschlagen wird? Geschlagen? Von wem denn? Seinem Vater? Ja, so wie der gestern drauf war, besoffen und hat da rumgebrüllt wie ein Irrer. Oh Mann, da muss man doch was machen. Der ist so süß, der Kleine. Vielleicht solltest du noch mal mit ihm reden. Mit dem Bullen? Nee, mit Lukas. Der ist so vernarrt in dich. Der sagt dir bestimmt, was los ist. Vielleicht hast du recht. Mein Stiefvater hat noch ein Fotoalbum von uns. Das gehört mir. Ich werde es mir jetzt holen. Bis später, Mia, okay? Schau mal, ich habe hier die Kontoauszüge von Markus Winkelmann, dem Ex von Annemarie Maybach. Denkst du auch, was ich denke? Der hat gespielt, und zwar nicht zu wenig. Und guck mal hier. 10.000 € im Bar eingezahlt. 2 Tage nach dem Brand. Markus Winkelmann, geboren am 14. Mai 74 in Duisburg? Ja, um was geht es hier überhaupt? Sie waren noch mit Annemarie Maybach befreundet. Haben Sie auch bei ihr gewohnt? Ja, aber ich bin vor Wochen ausgezogen. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Wo waren Sie letzten Dienstagabend, Herr Winkelmann? So zwischen 19 und 23 Uhr. Ich weiß nicht, was Sie da konstruieren, aber ich war die ganze Zeit zu Hause am PC. Haben Sie gespielt? Online-Casino? Ja, ist ja nicht verboten, oder? Wie heißt das so schön? Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein? Alles legal. Und? Wieder viel verloren? Was meinen Sie? Wieder? Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Sie verlieren seit Monaten einen Haufen Geld. Man kann nicht immer gewinnen. Mal hat man einen schlechten Tag und verliert, mal hat man einen guten Tag und gewinnt. Ich gewinne ja auch. So wie hier, 2 Tage nach dem Brand, 10.000 €, bar eingezahlt. Habe ich beim Pokern gewonnen. Online? Nee, bei einer Pokerrunde mit Freunden. Dann schreiben Sie mir doch mal die Namen dieser Freunde auf. Wohl kaum. Ich weiß schon, dass das nicht ganz
rechtskonform ist. Da werde ich wohl kaum meine eigenen Freunde ans Messer liefern. Eine Frage hätte ich da aber noch, Herr Winkelmann. Wie kommen Ihre Fingerabdrücke auf diese Steckdose? Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Das kann ich Ihnen sagen. An dieser Steckdose wurde herummanipuliert. Sie ist im Zimmer von Jonas Maybach und Ihre Fingerabdrücke sind darauf. Hören Sie, ich habe doch bei Annemarie monatelang gewohnt. Das ist doch kein Wunder, dass da überall meine Fingerabdrücke im Haus verteilt sind. Wollen Sie mir jetzt etwa die Brandstiftung anhängen? Ich denke, ich möchte jetzt doch mal mit meinem Anwalt sprechen. Nicht nötig. Sie sind hier nur als Zeuge vorgeladen. Sie können jederzeit gehen. Na dann, schönen Tag noch. Herr Winkelmann? Ja, Sie haben ja Nerven, mich anzurufen. Herr Winkelmann, wir müssen das aus der Welt schaffen. Das geht um viel Geld. Ich komme gerade von der Polizei. Ich bin in 5 Minuten zu Hause. Dann können wir reden, okay? Ja. Mietschulden sind keine Lappalie, Herr Winkelmann. Mietschulden sind keine Lappalie. Wendland? Was will mein Vermieter denn von Markus? Was wollen Sie? Wir müssen reden. Ja, bitte? Hallo, mein Name ist Jonas Maybach. Ich wollte zu Lukas Wessel. Jonas, du bist der Junge, mit dem er gestern im Tierpark war, oder? Es hat ihm so toll gefallen. Er hat überhaupt nicht aufgehört zu erzählen. Du musst richtig guten Eindruck bei ihm gemacht haben. Der hat's auch nicht leicht, der Kleine so ohne Mutter. Ja, ich wollte ihn besuchen. Hä, aber Lukas hat mir vorhin gesagt, dass er zu dir wollte. War ganz aufgelöst, der Kleine. Hatte wieder einen richtig lauten Streit mit seinem Vater. Und wann war das? Vor einer Stunde ungefähr, aber wenn er nicht bei dir ist... Wo ist die kleine Ratte? Na, der kann was erleben. Herr Wessel, ich habe doch nicht gewusst. Sie wissen doch, dass ich sonst immer auf ihn Acht gebe. Aber was soll ich machen? Es ist ja sicherlich für Sie auch nicht so einfach, so ohne Frau, Herr Wessel. Ich denke, ich weiß, wo er ist. Dieses Schwein. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht, aber der Junge sagte, er wisse, wo Lukas sei. Jonas, das geht. Warte. Was passiert denn da? Hallo? Ja, Karlsson. Kommen Sie bitte schnell. Hier entsorgt jemand illegal seinen Müll im Wald. Direkt auf der Lichtung am Uhlberger Forst. Ja, genau. Fahren Sie von der Bäckerallee rein, dann landen Sie hier. Ja, okay. Ich hab solche Angst. Ich bin da. Er kann dir nichts mehr tun. Ich vermisse meine Mama. Ich vermisse meine Mama auch. Sag mal, wann ist deine Mama eigentlich gestorben? Vor 3 Jahren. Die war ganz doll krank. Ich war jeden Tag bei ihr. Im Krankenhaus. Mit Papa.
hast niemanden mehr. Aber ich bin auch schon groß und du bist nicht allein. Du hast doch noch deinen Vater. Jo. Guten Abend. Genau. Lukas? Wo warst du? Du Schwein! Du bist so ein Arschloch! Wie kann man nur sein eigenes Kind schlagen? Halt! Hallo! Such dir gefälligst Kleinschnake, du Feigling! Was redest du denn da? Typen wie dich kenne ich. Ihr seid alle gleich. Wenn nicht alle machen, was ihr wollt, dann löst ihr das Problem immer direkt mit Gewalt. Ich kenne Typen wie dich. Jonas, er war es nicht. Hey! Halt! Was ist denn hier los? Das war nicht Papa. Papa hat mich noch nie geschlagen. Aber Lukas, ich hab doch deine blauen Flecken auf dem Rücken gesehen. Ja, aber das war doch nicht Papa. Das war Erik aus der 5. Der macht das schon eine ganze Weile. Ich habe solche Angst, zur Schule zu gehen. Und wenn ich kein Geld mit habe, dann schlägt er mich. Erik? Wer ist denn überhaupt Erik? Was geht hier überhaupt ab? Das war nicht dein Vater? Komm, ganz ruhig. Lass ihn bitte, Kollege. Ich klär das, ja? Okay. Könnt ihr meinen Sohn mit nach Hause nehmen? Meine Kollegin wartet da auf ihn. Ja, die bringt ihn mit nach Hause. Okay, machen wir. So, dann komm mal mit mir. Hey, Großer. Hör mir mal zu. Was? Du bist ein Arschloch. Genau wie der Typ, der mit meiner Mom zusammen war. Ein Säufer. Jonas, das stimmt nicht. Ich weiß, dass ich jetzt vielleicht nicht immer Vorzeigevater war. Aber... Lies vor. Laut. Das ist ja von deiner Mutter. Ja, die hatte wohl keine Zeit mehr. Mein Schatz, Jonas. Ich schreibe dir diesen Brief, weil du bald allein sein wirst. Du weißt ja nun, dass ich sehr schwer krank war. Noch kann ich schreiben und ich hoffe, die letzten Wochen waren nicht zu schwer für dich. Der Krebs hat mir nicht viel Zeit gelassen und ich möchte, dass du weißt, wer dein Vater ist. Krebs? Aber... Ja, sie hatte wohl keine Zeit mehr durch den Brand, mir es überhaupt noch zu erzählen. Sie hat die Briefe wahrscheinlich ein paar Wochen vorher geschrieben, aber lies weiter. Vor fast 18 Jahren war ich ein paar Tage mit einem Mann zusammen. Es war nichts Ernstes. Er war Polizist, gerade fertig mit seiner Ausbildung. Er wollte zur Kripo. Ich war mir bei ihm nicht sicher und als ich merkte, dass ich mit dir schwanger bin, habe ich mich entschieden, dich alleine großzuziehen. Wir hatten so viele wunderbare Jahre und ich bereue meine Entscheidung von damals nicht. Du solltest nun selbst entscheiden, ob du Kontakt zu deinem Vater möchtest. Sein Name ist Frank Wessel. Ich habe nicht gewusst, dass deine Mutter schwanger war, als ich wegging. Das schwöre ich dir. Kein Wort glaube ich dir. Ich habe die Briefe in deiner Garage gefunden. Und was ist denn mit dem Erben von meiner Oma? Jonas, ich schwöre dir, ich wusste nichts von dem Erbe. Ich habe da diesen Karton gefunden, da mit deinem Namen drauf. Ich bin bis jetzt einfach noch nicht dazu gekommen, den anzusehen. Ich wollte den morgen mit aufs Präsidium nehmen. Du bist ein Säufer und ein schlechter Vater. Warum hast du nichts gemerkt wegen Lukas? Lukas war immer ein schwieriger Junge. Hätte ich das gewusst, dass er da gemobbt und verprügelt wird, dann wäre ich doch längst hingegangen, hätte das geklärt. Aber er ist nun mal ein schwieriger Junge. Er verschweigt schlechte Noten. Er hat neulich sogar bei seiner Lehrerin was geklaut. Und dann war jetzt noch der ganze Stress auf der Arbeit. Mein Leben war in Ordnung. Ich hatte Freunde, eine Mutter, ein Zuhause und ein Leben. Und jetzt? Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich möchte für euch beide da sein. Für meine Kinder. Und das mit dem Trinken, da
da höre ich auf mit, das mache ich auch noch gar nicht so lange. Komm, vielleicht gibt's uns noch eine Chance. Mein Sohn. Das werden Jungs sein. Ja, die werden Augen machen. Papa, ich habe die ganze Zeit mit Jonas gewolzt. Er hat keinen Schuss gehalten. Gerade mal, wer da ist. Opa! Na, wer bist du denn? Opa, ich bin's doch, dein Lieblingsenkel. Papa, darf ich dir deinen neuen Enkel vorstellen? Das ist Jonas. Du musst Jonas sein. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich bin deine Oma. Willkommen in der Familie. Das ist dein Opa. Oh, der ist schon ein bisschen tüdelig. Was heißt die tüdelig? Die spinnt, die Alte. Jonas, wie der kleine Junge im Bauch des Vaters. Und du trägst hier die Zeitung aus? Papa, das ist auch dein Enkel. Das weiß ich doch. Macht doch nur Spaß. Und was machen die Frauen? Da habe ich gerade überhaupt keinen Kopf für. Du isst jetzt mal schön deinen Joghurt und sabbel nicht so viel dummes Zeug. Ja. So Jungs, nun wascht mal die Hände. Oma hat Spaghetti für euch gekocht. Frank, du kannst schon mal den Tisch zu Ende decken. Okay, mach ich. Toll, dass du seit 2 Tagen bei uns bist. Endlich habe ich einen Bruder. Übrigens, ich habe mit meinem Trainer geredet und ich habe dich für unsere D-Jugend angemeldet. Na, wer hat Hunger auf Spaghetti? Ja. Und ich? Soll ich verhungern? Du isst schön deinen Joghurt. Du weißt, der Arzt hat gesagt, du musst auf dein Cholesterin und auf deinen Zucker achten. So geht das jeden Tag, mein Junge. Das ist doch kein Leben, ne? Mama wird schon wissen, was gut für dich ist. Guten Appetit euch allen. Ja, guten Appetit. Jonas, erzähl doch mal, leben deine anderen Großeltern noch? Nein, mein Opa ist schon gestorben, als ich noch ganz klein war. Und meine Oma haben wir letztes Jahr erst beerdigt. Nun ist keiner mehr da aus meiner Familie. Jonas, wir sind jetzt deine Familie. Dein Opa ist auch ganz alleine aufgewachsen. Er hat ganz alleine bei seiner Tante gelebt. Und aus ihm ist auch was geworden. Er hat seine eigene Firma aufgebaut. Und er war ein gut aussehender Mann. Kenn ich den? Muss ich mir Sorgen machen? Opa, sie redet doch von dir. Das weiß ich doch. Macht doch nur Spaß. Sag mal, Frank, ist das denn jetzt schon aufgeklärt, wie die arme Mutter von Jonas ums Leben gekommen ist? Naja, ein Kurzschluss in der Steckdose hat den Brand ausgelöst. Aber da hat wahrscheinlich jemand nachgeholfen. Jemand, der sich auskannte in dem Haus. Markus. Wie bitte? Wer ist Markus? Mein Stiefvater. Dem traue ich echt alles zu. Mal ganz langsam, Jonas. Wir müssen gerade erstmal untersuchen, welches Motiv da überhaupt in Frage kommt. Und eigentlich darf ich da überhaupt nicht drüber sprechen, okay? Wären Sie noch mal so freundlich und füllen mir was auf? Sieht ja so lecker aus. Na gut, füll ihm eine kleine Portion auf. Dann gibt er wenigstens Ruhe. Vor der Frau musst du dich in Acht nehmen. Wenn du der widersprichst, kriegst du nichts zu essen. Hier, mein Junge, für einen Spartopf und gib deinem kleinen Freund was ab. Opa, ich bin doch dein Enkel. Das weiß ich doch. Macht doch nur Spaß. Hören Sie, ich brauche auf jeden Fall noch mal 10.000, wenn Sie wollen, dass ich das Maul halte. Ist Ihre Entscheidung. Ja, ich weiß, wo das ist. Alles klar, 16 Uhr. Gut. Frank? Jonas? Ich habe gerade Markus gesehen, wie er aus Markant rausgekommen ist und telefoniert hat. Markus? Ja, Markus Winkelmann, mein Stiefvater.
Er hat sich mit irgendwem um 16 Uhr verabredet, um weitere 10.000 Euro zu kriegen. Okay. Jonas, ich möchte, dass du sofort nach Hause fährst. Ich übernehme das jetzt, okay? Ja, ich melde mich. Frank? Ja, Jonas? Wo bleibst du? Hier findet gerade die Übergabe statt. Das kann gar nicht sein. Ich stehe vor Wendlands Haus. Ich habe ihn noch nicht rausgehen sehen. Der muss hier sein. Aber ich stehe doch hier. An der Kreuzung Goethestraße und Hauptstraße. Und ich sehe es. Verdammte Scheiße. Von Warndorf. Das ist ja eine Überraschung. Sie sind festgenommen. Wegen des Verdachts zur Verabredung einer Straftat, Brandstiftung und fahrlässiger Tötung. Sie schon wieder. Ist doch alles Papperlapapp. Markus! Jonas? Bleib stehen, du Schwein! Ich weiß, was du getan hast. Einen Schritt weiter. Lass ihn sofort los! Du hast sie umgebracht! Ich wollte das nicht. Deine Maschine stand nicht vor dem Haus und das Auto von deiner Mutter war auch nicht da. Das war keine Absicht. Du hast sie umgebracht! Lass sie sofort den Jungen los! Hören Sie, ich leg die Waffe weg und wir reden, okay? Ich wollte das nicht. Wissen Sie eigentlich, wie das ist, wenn man kein geregeltes Einkommen hat? Herr Winkelmann, das wollen Sie doch nicht. Lassen Sie den Jungen gehen und wir reden. Sie haben ja gut reden. Sie haben ja Ihr geregeltes Einkommen und schaukeln sich jeden Tag die Eier. Wissen Sie eigentlich, wie das ist? Wenn man alles verkackt. Wenn die Frau, die man liebt, wenn die nichts mehr von einem hören will, nur weil man einmal wütend war. Einmal? Du hast sie immer und immer wieder geschlagen. Erst als du auch mich misshandeln wolltest, hat meine Mutter es geschafft, dich rauszuschmeißen. Ich wollte das nicht. Winkelmann, Sie sind festgenommen. Ich will nicht ins Gefängnis. Viel zu jung verlässt uns Annemarie Maybach nach einem schrecklichen Unfall und hinterlässt diese Welt ihrem einzigen Sohn. Eine Welt voller Leben und Zukunft. Manchmal wird es ein schwerer Weg, den du, Jonas, nun gehen musst. Aber bist du wirklich alleine auf diesem Weg? Deine Mutter wird dich begleiten, ganz nah an deinem Herzen. Und du hast eine neue Familie gefunden. Eine Familie, die dich lieben wird, die dich umsorgen wird und die für dich da sein wird. Nachspacken? Hast du dein Taschengeld mit oder willst du wieder eine auf die Fresse? Nee, bin
aber vielleicht dann nicht mehr lange. Jonas? Jonas? Ich sag euch Bescheid. Erst aufs Action warten. Bist du sicher, dass du nicht mit dem Bus fahren willst? War das schon alles? Ja. Wir sind wohl die Einzigen hier. Prost. Hey, du musst Jonas sein. Mario hat mir von dir erzählt. Ich bin... Freunde gefunden. Ach, scheiße. Einfach neue Freunde gefunden zu haben. Sie haben für Dienstag also kein Alibi. Nein, ich lag im Bett, ich hatte eine Grippe und den Text vergessen. Kein Alibi? Nee, das war zu sehr gefragt. Ich hatte eine Grippe. Mit einer Grippe. Und ich wollte ihn besuchen. Aber wenn er nicht bei dir ist... Keine Ratte, der kann was erleben, wenn er will. Wenn er nicht bei dir ist... Wo ist die kleine Ratte? Der kann was erleben, wenn er wieder zurückkommt. Sie wissen, dass ich sonst immer auf ihn Acht gebe. Er kann was erleben. Herr Wessel, ich habe doch nicht gewusst... Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Moment, jetzt muss ich, ne? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich weiß es nicht, aber der Junge sagt, er wisse, wo Lukas sei. Ich weiß es nicht, aber der Junge sagt, er wisse, wo Lukas sei. Warum musst du denn so lachen, Philipp? Das ist nicht ganz dämlich, gucke, glaube ich. Das singe ich für meinen Papa, für meinen neuen Bruder Jonas und für Oma und Opa. Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen. Kannst du mir das mal erklären? Keine Mutter will ihre Kinder verlieren. Und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt. Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Das Leben all der anderen. Sag mir mal warum. Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot
Ich find das so bekloppt, warum muss das so sein? Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das so wollen? Oder geht's da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen. Oder geht's da nebenbei auch um so religiösen Zwist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist? Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Naja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind. Ich bin